Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Dessertvideo von mir. Heute möchte ich euch ein klassisches marokkanisches Gebäck vorstellen, das allgemein sehr beliebt ist, genannt Shabakia, und eine meiner Zuschauerinnen, die Schwester Meluda, hat mich darum gebeten, dieses Gebäck zu backen, und diesem Wunsch komme ich heute nach, inshallah. Und das Positive daran ist, dass man noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dieses Gebäck zubereitet und hinterher isst, wie ich das zumindest mal bei üblichen Desserts habe, weil die meisten Desserts ja immer voller Weißmehl und ungesundem Haushaltszucker sind. Und diese zwei Zutaten sind ja einige der größten Gifte für unseren Körper. Da man dieses Gebäck jedoch ausschließlich mit Vollkornmehl und ohne Zucker zubereiten kann, bin ich dem Wunsch von Schwester Meluda sehr gerne nachgekommen. Ferner kommt hinzu, dass die Grundlage dieses Gebäcks in der Hauptsache aus ungeschälten, gesunden Sesamsamen besteht und Mandeln. Beides sehr gesunde Zutaten, mashallah. Wir fangen gleich damit an, indem wir zuallererst die Sesamsamen in der Pfanne etwas rösten. Und sobald die Samen anfangen zu poppen, also die springen dann so hoch aus der Pfanne und knistern dabei, wie man das jetzt hier so sieht, dann röstet man noch 5 Minuten weiter auf großer Flamme, und dann sind die Sesamsamen auch schon fertig geröstet. Dann kann man sie in eine Schale geben. Wir rühren dabei aber stetig um, damit die jetzt nicht anbrennen, sondern gleichmäßig von allen Seiten so ein bisschen angeröstet werden. Währenddessen können wir den Herd schon mal ausschalten und die Restwärme benutzen, und nach 5 Minuten sind die Sesamsamen dann auch schon fertig. Wir können sie jetzt zur Seite geben und etwas auskühlen lassen. Und jetzt benutzen wir die gleiche Pfanne, wozu wir den Herd wieder einschalten, um die Mandeln darin zu rösten. So sehen die Sesamsamen aus, also nicht anders als vorher, man sieht keinen Unterschied. Und jetzt tun wir das gleiche mit den Mandeln und rösten die etwas an, bis sie so ein bisschen braune Farbe, also ein bisschen paar bräunere Stellen bekommen, als sie ja schon sind. Und dann geben wir auch die Mandeln in eine Schale und lassen sie kurz auskühlen. Jetzt wenden wir uns dem Mehl zu. Ich hatte hier 200 Gramm Vollkornmehl genommen und 100 Gramm Weißmehl. Das Weißmehl hatte ich nur deshalb hinzugegeben, weil ich nicht sicher war, ob man dieses Gebäck aus 100%igem Vollkornmehl zubereiten kann. Man gibt noch einen Teelöffel Backpulver hinzu, habe aber dann festgestellt, dass man das durchaus machen kann. Deshalb möchte ich euch empfehlen, hier ausschließlich Vollkornmehl zu verwenden für dieses Gebäck. Dann wird es einfach noch sehr viel gesünder und man schmeckt am Ende überhaupt keinen Unterschied. Dann geben wir noch ein halbes Päckchen frische Hefe hinzu und eine halbe Tasse lauwarmes Wasser. Vermischen die Hefe mit dem Wasser und ein bisschen mit dem Mehl, damit sie sich hier auflösen kann. Und dann schon mal in der Zwischenzeit, während wir jetzt dann gleich Sesamsamen und Mandeln vermahlen werden, hier anfangen kann zu arbeiten. Jetzt werden wir den Sesamsamen vermahlen, nachdem er etwas ausgekühlt wurde, geben den dann zu der Mehlmischung hinzu und vermahlen jetzt noch den restlichen Sesamsamen. Der muss wirklich zu ganz feinem Puder vermahlt werden, denn der bildet in der Hauptsache jetzt eigentlich die Grundlage für dieses Rezept. Und dann tun wir genau das gleiche mit den Mandeln, die inzwischen auch ausgekühlt sind, vermahlen die ebenso zu feinem Pulver, die müssen auch ganz fein vermahlen werden, geben dann dieses Pulver ebenso zu der Mehlmischung hinzu, und jetzt leeren wir alles in eine größere Schüssel, weil wir jetzt noch die anderen Zutaten auch gleich hinzufügen werden. Und zwar geben wir jetzt 2 Esslöffel Speiseöl hinzu. Dann kommen ebenso 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Ferner noch 2 Esslöffel Essig. Ich nehme hier meinen gesunden Apfelessig. Als auch 2 Esslöffel Rosenwasser. Ihr seht, es kommt zu diesem Rezept eigentlich kein Wasser hinzu. Jetzt kommt noch 2 Esslöffel geschmolzene Butter kommen hinzu. Dann verrühren wir erstmal alles miteinander. Und dann werden wir noch die Gewürze hinzufügen. Die bestehen aus Zimt, Natursalz, gemahlener Fenchel und gemahlener Anis. Jeweils einen gehäuften Teelöffel von allem. Das ist hier der Anis, so sieht er in roh, den muss man vorher mahlen. So sieht er in grober Form aus. Und das ist der Fenchel, den wir auch vorher gemahlen hatten. Das ist hier der frische
Fenchel, das ist so grüne Samen. Ja, es empfiehlt sich grundsätzlich immer, die Gewürze selber zu mahlen. Die haben dann einfach ein viel stärkeres und besseres Aroma. Ja, und dann kommen noch 2 Eier hinzu. Wir rühren alles schon mal um und dann geben wir noch das Safranwasser hinzu. Ich hatte hier etwa 10 Safranfäden in etwas Wasser eingeweicht, damit sie ihre Farbe lassen können. Das kommt hinzu und dann wird alles schön durchgeknetet. Aber dabei habe ich dann festgestellt, dass es doch zu viel Wasser war. Einfach nur diese 2 Wasserangaben am Anfang und am Ende. Jetzt mit dem Safran hat das einfach schon zu weich gemacht. Und deswegen habe ich noch etwa so 25 Gramm Mehl hinzugegeben. Und jetzt kneten wir den ganzen Teig einfach gründlich durch, bis er eine schöne, weiche, aber nicht mehr klebrige Konsistenz bekommt. Und möglichst lange den Teig durchkneten. Je länger, umso besser für den Teig, umso eine bessere Konsistenz bekommt er. Ihr habt gesehen, wir haben hier sowohl Backpulver als auch Hefe zu diesem Teig hinzugegeben. Das hat sich einfach als beste Lösung für diese Konsistenz dieses Teiges erwiesen. So muss er dann am Ende sein, schön weich. Und jetzt decken wir ihn kurz ab und stellen ihn an einen warmen Ort und lassen ihn ein bisschen hochgehen, nicht sehr viel. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Honig zu, indem wir 2 solche Gläser flüssigen Honig in einen Topf geben. Und den Honig dann ganz langsam auf kleiner Flamme etwas erwärmen. Also der muss nicht ganz heiß sein, aber er muss warm sein. Nach einer halben Stunde ist der Teig etwas hochgegangen. Das reicht uns vollkommen aus. Jetzt kneten wir den Teig noch einmal gründlich mit den Händen durch, bevor wir ihn dann ausrollen werden. Nachdem wir ihn dann gründlich durchgeknetet haben, werden wir ihn zu einer Rolle formen, wie wir das hier sehen, und diese dann in einzelne Segmente unterteilen. Denn jedes einzelne Segment wird dann ausgerollt und daraus werden wir dann diese Formen bilden, die wir dann am Ende, das zeige ich euch dann am Ende. Jetzt rollen wir den Teig ganz dünn aus, möglichst dünn. Wenn der Teig klebt, einfach etwas Mehl von oben und unten dazugeben und dann nochmal ausrollen, dass wir einen sehr dünnen Teig erhalten. Dazu muss der Teig eben eine sehr geschmeidige Konsistenz haben. Jetzt werden wir folgendes Utensil dafür benötigen, um den Teig in ein großes Viereck zu unterteilen und dieses wiederum in 4 kleinere Vierecke zu unterteilen. Und dann kommen in jedes Viereck jeweils 4 Unterteilungen wiederum, also 4 solche Striche, die nicht ganz durchgehen dürfen, wie wir das jetzt hier sehen. Mit diesem Utensil tun wir dann innerhalb jedes Rechtecks 4 solche Striche ziehen und dann werden wir jedes einzelne Viereck jetzt hier nehmen und folgendermaßen dabei vorgehen. Wir gehen jetzt mit dem Finger abwechselnd durch diese Unterteilungen. Jedes zweite nehmen wir in die rechte Hand und die anderen 2 in die linke und stecken dann die 2 Enden von unten einfach so durch. Das war's, also es ist eigentlich ganz einfach. Oft sieht das sehr kompliziert aus. Also wir nehmen das erste Teil hier, gehen mit dem Finger durch, nehmen das dritte und das 5. Nehmen das in die rechte Hand, kleben die so zusammen und die 2 anderen in die linke und tun dann die 2 Enden von unten einfach so ein bisschen durchdrücken. Hier jetzt wieder das erste nehmen wir mit dem Mittelfinger, dann das dritte und das 5. Kleben die 3 zusammen und dann die 2 linken in die linke Hand und drücken jetzt die 2 Enden oben und unten von unten ein wenig durch. Auf diese Weise bekommen wir dann eine Art Blume. Hier wieder das erste, dann das dritte und das 5. Die werden zusammengedrückt, die 2 linken auch und dann die 2 Enden oben und unten einfach so durchgesteckt. Damit haben wir die Rose fertig. So sehen die dann alle aus hier. Und jetzt sind die alle fertig, um frittiert zu werden. Es gibt da zwar verschiedene Methoden, wie man diese Blumen herrichten kann. Also ich habe jetzt die einfachste genommen. Spielt letztendlich keine Rolle. Hauptsache man bekommt so eine Art Rose am Ende. Hier haben wir den warmen Honig jetzt, der auf kleiner Flamme die ganze Zeit ganz langsam erwärmt wurde. Er sollte nicht zu heiß sein, damit die gesunden Nährstoffe nicht verloren gehen. Und jetzt werden wir in das heiße Öl hier auf der anderen Seite jeweils 6 bis 7, je nachdem wie viel da reinpassen, von diesen Rosen da reingeben. Und jetzt werden die von beiden Seiten goldgelb
frittiert. Die Herdstufe sollte dabei nicht ganz auf großer Flamme sein, sondern nur auf fast großer Flamme. Das heißt, wenn man 10 Stufen hat, dann sollte man die Stufe auf 8 stellen. Und damit werden die dann auch von innen gar und können dann relativ langsam eben von beiden Seiten goldgelb frittiert werden. Sobald die dann eine goldgelbe Farbe erreicht haben und von beiden Seiten wirklich fertig frittiert wurden, kommen sie dann in den warmen Honig. Darin werden sie dann etwa 10 Minuten belassen, während sie von beiden Seiten immer wieder gewendet werden, damit sie den Honig schön aufsaugen können. Währenddessen können wir schon mal die anderen Chapakia frittieren. Und nach etwa 10 Minuten können wir dann die Chapakia aus dem Honig herausholen, sie in ein Sieb geben und sie darin dann abtropfen lassen. Das Sieb werden wir dann über dem Honig abtropfen lassen, während wir dann die anderen Chapakia nebenan frittieren. Und sobald die nächsten Chapakia fertig frittiert sind und in den Honig wiederkommen, sind die ersten Chapakia hier schon fertig abgetropft und können dann zur Seite gestellt werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass man für jeden Topf einen separaten Pfannenheber benutzt, nicht den gleichen, wie ich das getan habe, weil sonst das Fett sehr schaumig wird, wenn es mit dem Honig in Berührung kommt, der an dem Pfannenheber noch dran geklebt hat. Jetzt sind die ersten Chapakia fertig, wie wir sehen. Die bestreuen wir noch mit etwas Sesamsamen zur Dekoration. So sehen dann auch schon die ersten Chapakia aus. Richtig lecker, Mashallah. Ja, so fahren wir dann mit allen anderen Chapakia fort. Das sind jetzt die letzten, die noch abgetropft, wo der Honig noch abgetropft wurde, und die geben wir jetzt auch noch dazu. Und damit haben wir alle Chapakia jetzt fertig zubereitet. Ihr seht, es ist ein relativ gesundes, in Anführungsstrichen, Rezept. Nicht wie die herkömmlichen Desserts, die immer voller Weißmehl und Zucker sind. So kann man dieses hier wirklich ausschließlich aus Vollkornmehl zubereiten. Hinzu kommt ja dieses gesunde Sesamsamenmehl und Mandelmehl, aus dem die ja hauptsächlich eigentlich bestehen, Mashallah. Und eben, wie ihr gesehen habt, aus überhaupt keinem Zucker. Es ist kein Zucker dabei, sondern die Süße wird nur durch den Honig erzeugt. Und deswegen haben die auch keine extreme Süße, sondern eine relativ angemessene Süße. Mashallah. Und man braucht, wie gesagt, überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben, diese leckeren Chapakia zu verzehren, weil sie eben aus ausschließlich gesunden Zutaten bestehen. Subhanallah. Das einzige Ungesunde daran ist, dass man sie eben frittieren muss. Aber Khair inshallah, das lohnt sich allemal. Diese Chapakia, die schmecken richtig köstlich, also die zergehen richtig auf der Zunge, Mashallah. Also das ist einfach ein sehr, sehr leckeres, schmackhaftes Rezept, Mashallah. Ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren. Es ist zwar etwas aufwendig, wie ihr gesehen habt, aber es lohnt sich wirklich am Ende. Dann wünsche ich euch sehr gutes Gelingen damit, viel Erfolg beim Nachbacken, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.